Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Jonas, euer Gastgeber. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema. Wie ist es, in Deutschland zu leben? Manche kommen als Flüchtlinge, andere mit einem Arbeitsvisum oder einem Studentenvisum. Wir schauen uns die Vor- und Nachteile an und geben euch Tipps. Bei mir ist heute Anna, eine Expertin für dieses Thema. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hallo Jonas, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir über das Leben in Deutschland zu sprechen. Es ist ein wichtiges Thema, besonders für Menschen, die neu hier sind. Das stimmt, Anna. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Zuerst möchte ich wissen, was bedeutet es, als Flüchtling in Deutschland zu leben? Kannst du uns das erklären? Natürlich, Jonas. Ein Flüchtling ist jemand, der sein Heimatland verlassen musste, weil es dort gefährlich war, zum Beispiel wegen Krieg oder Verfolgung. In Deutschland können diese Menschen Asyl beantragen. Wenn der Antrag akzeptiert wird, bekommen sie eine Aufenthaltserlaubnis. Das heißt, sie dürfen hier bleiben und ein neues Leben beginnen. Das klingt nach einer großen Chance. Welche Vorteile hat es, als Flüchtling in Deutschland zu leben? Es gibt einige Vorteile. Der wichtigste ist der Schutz. Flüchtlinge sind hier sicher vor den Gefahren in ihrem Heimatland. Außerdem dürfen sie arbeiten, wenn sie eine Genehmigung haben, und ihre Kinder können zur Schule gehen. Auch bekommen sie Hilfe vom Staat, zum Beispiel Geld für Essen und Wohnung. Und sie haben Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern. Das hört sich gut an, aber gibt es auch schwierige Seiten? Ja, leider gibt es auch Nachteile. Der Asylantrag braucht oft viel Zeit. Manchmal Monate oder sogar Jahre. Während dieser Zeit dürfen viele nicht arbeiten und das macht das Leben schwer. Oft wohnen sie in Flüchtlingsheimen und die Bedingungen dort sind nicht immer gut. Dazu kommt, dass es nicht leicht ist, Deutsch zu lernen und Freunde zu finden. Viele fühlen sich allein. Das kann ich mir vorstellen. Hast du ein paar Tipps für Flüchtlinge, die gerade in Deutschland ankommen? Ja, gerne. Mein erster Tipp ist, lernt Deutsch so schnell wie möglich. Die Sprache ist der Schlüssel, um hier zurechtzukommen und Leute kennenzulernen. Zweitens, sucht euch Hilfe bei Organisationen, zum Beispiel bei Beratungsstellen oder Kirchen. Die können euch unterstützen. Und drittens, habt Geduld. Es ist nicht immer einfach, aber mit der Zeit wird es besser. Vielen Dank, Anna. Das sind wirklich hilfreiche Tipps. Jetzt möchte ich über Arbeitsvisa sprechen. Was ist ein Arbeitsvisum genau? Ein Arbeitsvisum ist eine Erlaubnis, in Deutschland zu arbeiten. Es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel für Fachkräfte wie Ingenieure oder Ärzte. Aber auch für Leute, die nur für kurze Zeit arbeiten wollen, wie Saisonarbeiter. Man braucht dafür meistens einen Job, bevor man nach Deutschland kommt. Und welche Vorteile bringt ein Arbeitsvisum mit sich? Mit einem Arbeitsvisum kannst du legal arbeiten und dein eigenes Geld verdienen. Das gibt dir Unabhängigkeit. Wenn du lange genug arbeitest und die Regeln einhältst, kannst du sogar eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Das ist ein großer Vorteil für die Zukunft. Das klingt praktisch. Gibt es auch Nachteile? Ja, es gibt Herausforderungen. Ein Arbeitsvisum zu bekommen ist nicht so einfach. Du brauchst einen Vertrag von einem deutschen Arbeitgeber. Und manchmal musst du schon Deutsch sprechen. Außerdem ist es teuer, nach Deutschland zu kommen. Und du musst dich schnell an ein neues Leben gewöhnen. Verstehe. Lass uns jetzt über Studentenvisa reden. Was ist das Besondere daran? Ein Studentenvisum ist für Menschen, die in Deutschland studieren wollen. Du musst an einer Universität oder Hochschule akzeptiert werden. Mit diesem Visum kannst du hier bleiben, solange du studierst und eine gute Ausbildung machen. Welche Vorteile hat ein Studentenvisum? Es gibt viele Vorteile. Du bekommst eine erstklassige Ausbildung, die dir später hilft, einen guten Job zu finden, vielleicht sogar in Deutschland. Außerdem lernst du die deutsche Kultur kennen, triffst neue Leute und verbesserst dein Deutsch. Das ist eine tolle Erfahrung. Und die Nachteile? Ein Nachteil ist, dass du nicht viel arbeiten darfst. Nur 120 volle Tage im Jahr oder 240 halbe Tage. Das Geld reicht oft nicht
und du brauchst vielleicht Unterstützung von deiner Familie. Auch nach dem Studium musst du schnell einen Job finden, sonst musst du Deutschland verlassen. Das ist sehr interessant, Anna. Es gibt also viele Möglichkeiten, in Deutschland zu leben. Jetzt gehen wir weiter und schauen uns andere Visatypen an. Das Familienvisum und das Jobsuchervisum. Außerdem reden wir über die Herausforderungen, die das Leben in Deutschland mit sich bringt. Anna, bist du bereit? Ja, Jonas, ich bin bereit. Lass uns anfangen. Super. Fangen wir mit dem Familienvisum an. Was ist das genau? Ein Familienvisum oder offiziell das Visum zur Familienzusammenführung ist für Menschen, die zu ihren Familienmitgliedern nach Deutschland kommen wollen. Zum Beispiel, wenn dein Partner oder deine Kinder schon in Deutschland leben, kannst du dieses Visum beantragen, um bei ihnen zu sein. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, die Familie zusammenzubringen. Wer kann dieses Visum beantragen? Ehepartner, Kinder unter 18 Jahren und manchmal auch Eltern von minderjährigen Kindern können dieses Visum beantragen. Aber es gibt Bedingungen. Die Person, die schon in Deutschland lebt, muss eine Aufenthaltserlaubnis haben, genug Platz zum Wohnen und genug Geld für die ganze Familie. Verstehe. Und was sind die Vorteile dieses Visums? Der größte Vorteil ist, dass die Familie wieder zusammen sein kann. Das ist emotional sehr wichtig. Außerdem dürfen die Familienmitglieder, die nach Deutschland kommen, hier arbeiten, wenn sie alt genug sind. Kinder können zur Schule gehen und eine gute Ausbildung bekommen. Das sind wirklich große Vorteile. Gibt es auch Nachteile oder Schwierigkeiten? Ja, es gibt Herausforderungen. Eine große Hürde ist die Sprache. Oft müssen die Familienmitglieder Deutsch lernen, um den Alltag zu meistern. Auch die Bürokratie kann kompliziert sein. Es gibt viele Formulare und Behördengänge. Und die Wohnungssuche ist in manchen Städten schwierig, besonders wenn die Familie größer ist. Das kann ich mir vorstellen. Hast du Tipps für Menschen, die ein Familienvisum beantragen wollen? Ja, ein paar Tipps habe ich. Erstens, bereitet euch gut vor. Informiert euch über die notwendigen Dokumente und Bedingungen. Zweitens, lernt Deutsch, bevor ihr nach Deutschland kommt. Das macht alles einfacher. Drittens, sucht euch Unterstützung, zum Beispiel bei Beratungsstellen oder in Online-Foren, wo ihr Fragen stellen könnt. Vielen Dank, Anna. Jetzt lass uns über das Jobsuchervisum sprechen. Was ist das? Das Jobsuchervisum, offiziell Visum zur Arbeitsplatzsuche, ist für Menschen, die in Deutschland einen Job suchen wollen. Mit diesem Visum kannst du bis zu 6 Monate in Deutschland bleiben und nach einer Arbeitsstelle suchen. Wenn du einen Job findest, kannst du dann ein Arbeitsvisum beantragen. Das klingt praktisch. Wer kann dieses Visum beantragen? Du brauchst einen Hochschulabschluss, der in Deutschland anerkannt ist, und du musst nachweisen, dass du genug Geld hast, um deinen Aufenthalt zu finanzieren. Außerdem solltest du Deutsch sprechen, zumindest ein bisschen. Und was sind die Vorteile dieses Visums? Ein großer Vorteil ist, dass du direkt vor Ort nach einem Job suchen kannst. Du kannst zu Vorstellungsgesprächen gehen, Netzwerke aufbauen und die deutsche Arbeitskultur kennenlernen. Wenn du einen Job findest, hast du gute Chancen, langfristig in Deutschland zu bleiben. Das hört sich gut an. Gibt es auch Nachteile? Ja, es gibt Risiken. Du hast nur 6 Monate Zeit, um einen Job zu finden. Wenn du keinen Job findest, musst du Deutschland wieder verlassen. Das kann stressig sein. Außerdem musst du deine Lebenshaltungskosten selbst tragen, was teuer sein kann. Besonders in großen Städten wie Berlin oder München. Das ist wichtig zu wissen. Hast du Tipps für Jobsuchende mit diesem Visum? Ja, hier sind meine Tipps. 1. Bereite dich gut vor. Erstelle einen professionellen Lebenslauf und ein Anschreiben auf Deutsch. 2. Nutze alle Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel auf Jobmessen oder über soziale Netzwerke wie LinkedIn. 3. Sei flexibel. Vielleicht findest du nicht sofort deinen Traumjob, aber ein Einstieg ist besser als nichts. Sehr hilfreiche Tipps, Anna. Jetzt, wo wir über verschiedene Visatypen gesprochen haben, lass uns über die allgemeinen Herausforderungen reden. Was sind die größten Herausforderungen für Neuankömmlinge? Eine der größten Herausforderungen ist die Sprache.
Deutsch zu lernen ist nicht einfach und ohne Deutschkenntnisse ist es schwer, Freunde zu finden, einen Job zu bekommen oder den Alltag zu bewältigen. Eine weitere Herausforderung ist die kulturelle Anpassung. Deutschland hat eigene Sitten und Gebräuche und es kann eine Weile dauern, bis man sich daran gewöhnt hat. Das stimmt. Gibt es noch andere Herausforderungen? Ja, die Bürokratie kann auch eine große Hürde sein. Es gibt viele Regeln und Vorschriften und oft muss man zu verschiedenen Ämtern gehen, um alles zu regeln. Das kann frustrierend sein, besonders wenn man die Sprache noch nicht gut spricht. Außerdem ist die Wohnungssuche in vielen Städten schwierig und teuer. Das sind wichtige Punkte. Hast du Tipps, wie man diese Herausforderungen bewältigen kann? Ja, hier sind ein paar Tipps. Erstens, lernt Deutsch so schnell wie möglich. Es gibt viele Kurse, auch online, die helfen können. Zweitens, informiert euch über die deutsche Kultur und Gepflogenheiten. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Drittens, sucht euch Unterstützung. Es gibt viele Organisationen und Gruppen, die Neuankömmlingen helfen. Viertens, habt Geduld. Es braucht Zeit, sich in einem neuen Land zurechtzufinden. Das sind großartige Ratschläge, Anna. Ich denke, das hilft unseren Zuhörern sehr. Wir haben heute viel über verschiedene Visatypen und die Herausforderungen des Lebens in Deutschland gesprochen. Jetzt schauen wir uns 2 weitere Visatypen an, die Blue Card und das Au-pair-Visum. Danach geben wir euch allgemeine Tipps, wie ihr euch in Deutschland gut einleben könnt. Anna, bist du bereit für den Abschluss? Ja, Jonas, ich bin bereit. Lass uns loslegen. Super. Fangen wir mit der Blue Card an. Was ist die Blue Card genau? Die Blue Card ist ein besonderes Visum für hochqualifizierte Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten wollen. Es ist wie ein Arbeitsvisum, aber mit einigen extra Vorteilen. Um eine Blue Card zu bekommen, brauchst du einen Hochschulabschluss, der in Deutschland anerkannt ist, und ein Jobangebot mit einem bestimmten Mindestgehalt. Im Jahr 2023 sind das etwa 56.800 € pro Jahr. Das klingt nach einer guten Option für gut ausgebildete Menschen. Welche Vorteile hat die Blue Card? Es gibt mehrere Vorteile. Erstens kannst du mit der Blue Card schneller eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen, schon nach 21 Monaten, wenn du gut Deutsch sprichst. Zweitens kannst du deine Familie leichter nach Deutschland holen. Und drittens ist die Blue Card in der ganzen Europäischen Union gültig. Das heißt, du kannst auch in anderen EU-Ländern arbeiten. Das sind wirklich tolle Vorteile. Gibt es auch Nachteile oder Herausforderungen? Ja, es gibt ein paar Herausforderungen. Zum einen ist das erforderliche Gehalt ziemlich hoch, also brauchst du einen gut bezahlten Job. Zum anderen musst du deinen Hochschulabschluss in Deutschland anerkennen lassen. Und das kann kompliziert sein. Außerdem musst du dich schnell an das Arbeitsleben in Deutschland gewöhnen und das kann stressig sein. Verstehe. Hast du Tipps für Menschen, die eine Blue Card beantragen wollen? Ja, hier sind meine Tipps. Erstens, informiere dich genau über die Anforderungen und bereite alle Dokumente sorgfältig vor. Zweitens, lerne Deutsch, auch wenn es nicht immer Pflicht ist. Es hilft im Alltag und bei der Arbeit. Drittens, nutze Netzwerke und Jobportale, um einen passenden Job zu finden. Vielen Dank, Anna. Jetzt lass uns über das Au-pair-Visum sprechen. Was ist ein Au-pair? Ein Au-pair ist eine junge Person, meistens zwischen 18 und 26 Jahren, die für eine bestimmte Zeit bei einer Gastfamilie in Deutschland lebt. Im Austausch für Unterkunft und Verpflegung hilft das Au-pair bei der Kinderbetreuung und leichten Hausarbeiten. Es ist eine tolle Möglichkeit, die deutsche Kultur kennenzulernen und Deutsch zu lernen. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Wie bekommt man ein Au-pair-Visum? Um ein Au-pair-Visum zu bekommen, brauchst du eine Gastfamilie in Deutschland, die dich aufnehmen will. Du musst auch grundlegende Deutschkenntnisse haben, mindestens A1-Niveau. Das Visum ist normalerweise für 1 Jahr gültig. Und was sind die Vorteile dieses Visums? Es gibt viele Vorteile. Du lernst die deutsche Sprache und Kultur hautnah kennen, indem du bei einer Familie lebst. Du bekommst Taschengeld,
hast freie Zeit, um das Land zu erkunden und kannst an Sprachkursen teilnehmen. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, internationale Freundschaften zu schließen. Das hört sich wirklich bereichernd an. Gibt es auch Nachteile? Ja, es gibt auch Herausforderungen. Du musst dich an eine neue Familie und deren Regeln gewöhnen. Und das kann manchmal schwierig sein. Außerdem ist die Arbeit mit Kindern anstrengend und du hast nicht immer viel Freizeit. Und nach einem Jahr musst du Deutschland wieder verlassen. Es sei denn, du findest eine andere Möglichkeit zu bleiben. Das ist wichtig zu wissen. Hast du Tipps für zukünftige Au-pairs? Ja, hier sind ein paar Tipps. 1. Wähle deine Gastfamilie sorgfältig aus und kläre im Voraus, was von dir erwartet wird. 2. Sei offen und flexibel, das hilft dir, dich schneller einzuleben. 3. Nutze die Chance, Deutsch zu lernen und die Kultur zu erleben. Geh zu Sprachkursen und triff andere Au-pairs. Vielen Dank, Anna. Jetzt, wo wir über alle Visatüten gesprochen haben, lass uns über allgemeine Tipps für das Leben in Deutschland reden. Was sind deine besten Ratschläge für Neuankömmlinge? Gerne, Jonas. Hier sind meine wichtigsten Tipps. Erstens, lerne Deutsch. Die Sprache ist der Schlüssel zu allem. Je besser du Deutsch sprichst, desto leichter wird dein Leben in Deutschland. Es gibt viele Kurse, auch kostenlose, und Apps, die dir helfen können. Zweitens, verstehe die Kultur. Deutschland hat seine eigenen Sitten und Gebräuche. Informiere dich über wichtige Feiertage, Höflichkeitsregeln und wie man sich im Alltag verhält. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Drittens, finde Unterstützung. Es gibt viele Organisationen, Gruppen und Online-Foren für Ausländer in Deutschland. Scheue dich nicht, um Hilfe zu bitten oder Fragen zu stellen. Viertens, sei geduldig. Es braucht Zeit, sich in einem neuen Land einzuleben. Gib nicht auf, wenn es am Anfang schwierig ist. Mit der Zeit wird es besser. Fünftens, sei offen und neugierig. Nutze die Chance, neue Leute kennenzulernen, deutsche Traditionen zu erleben und das Land zu erkunden. Das macht das Leben hier viel schöner. Das sind wirklich wertvolle Tipps, Anna. Ich denke, unsere Zuhörer können viel davon mitnehmen. Gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest? Ja, ein letzter Tipp. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Jeder, der in ein neues Land zieht, macht Fehler. Das ist normal. Wichtig ist, dass du daraus lernst und weitermachst. Deutschland ist ein tolles Land mit vielen Möglichkeiten. Und mit der richtigen Einstellung kannst du hier ein wunderbares Leben führen. Vielen Dank, Anna, für all deine hilfreichen Informationen und Tipps. Ich denke, unsere Zuhörer sind jetzt gut vorbereitet, um ihr Abenteuer in Deutschland zu beginnen. Liebe Zuhörer, das war unser Podcast über das Leben in Deutschland mit verschiedenen Visatypen. Wir hoffen, dass euch die Informationen geholfen haben und dass ihr euch jetzt sicherer fühlt. Denkt daran, egal welches Visum ihr habt, das Wichtigste ist, dass ihr euch bemüht, die Sprache zu lernen und euch in die Gemeinschaft einzubringen. Viel Erfolg und alles Gute für eure Zeit in Deutschland. Ja, genau. Ich wünsche euch allen viel Glück und eine tolle Zeit in Deutschland. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Zuhörer. Bleibt gesund und bis bald. Aufenthaltserlaubnis. Erklärung. Ein Papier, das sagt, dass du in Deutschland bleiben darfst. Beispielsatz. Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre. Beantragen. Erklärung. Offiziell um etwas bitten. Oft bei einer Behörde. Beispielsatz. Ich muss mein Visum beantragen. Herausforderung. Erklärung. Etwas Schwieriges, das man meistern muss. Beispielsatz: Die deutsche Sprache ist eine Herausforderung für mich. Gewöhnen. Erklärung: Sich an etwas Neues langsam gewöhnen. Beispielsatz: Ich muss mich an das kalte Wetter gewöhnen. Unterstützung. Erklärung: Hilfe von anderen Menschen oder Organisationen.
Beispielsatz: Ich brauche Unterstützung beim Deutschlernen. Anerkennen, Erklärung. Sagen, dass etwas offiziell gültig ist. Beispielsatz: Mein Diplom wird in Deutschland anerkannt. Netzwerk. Erklärung: Eine Gruppe von Menschen, die sich kennen und helfen. Beispielsatz: Ich habe ein gutes Netzwerk in meiner Firma. Anpassen. Erklärung: Sich verändern, um zu einer neuen Situation zu passen. Beispielsatz: Ich muss mich an die deutsche Kultur anpassen. Chance. Eine gute Möglichkeit, etwas zu tun oder zu bekommen. Beispielsatz: Ich habe die Chance, in Deutschland zu studieren. Bewältigen. Erklärung: Etwas Schwieriges erfolgreich machen. Beispielsatz: Ich muss meine Angst bewältigen.